Hallo allerseits! Ich habe mal wieder leihweise ein interessantes Hightech-Spielzeug im Modellbahnmaßstab 1:780 erhalten. Diesmal ist es ein Eisenbahndrehkran der Firma Roco. Er ist wahlweise in gelber Farbgebung als DB-Version der Deutschen Bahn erhältlich oder wie hier schon auf dem Karton ersichtlich in einer Version der österreichischen Bundesbahnen. Zudem kann der Kunde wählen, ob er ein Modell für den Einsatz auf Dreileitergleisen, wie beispielsweise von Märklin, erwerben will, oder als Version für die Zweileitergleise von beispielsweise Fleischmann, Pico, Roco oder Trix. Der Eisenbahndrehkran hat übrigens in allen Varianten eine unverbindliche Preisempfehlung von knapp 770 €. Für ein H0-Modell ist das zwar eine Menge Geld, aber ich werde gleich mal zeigen, was es dafür gibt. Im Inneren der Packung sehen wir hier die Bedienungsanleitung, die wir uns dann später anschauen. Und dann gibt es hier zum einen einen Schraubendreher, den Zusatzwagen für die Zusatzzubehörteile, dann ein Stück Gleis, unten drunter noch 2 Endstücke fürs Gleis und verschiedene weitere Zubehörteile. Zum einen haben wir hier einen Beutel mit verschiedensten kleinen Zurüstteilen. Dann gibt es hier ein Trageband und Klammern. Und in dieser Blisterpackung sind noch Unterlegklötze und eine Traverse und das Gegengewicht vorhanden. Und schließlich der eigentliche Kran, der ist hier untergebracht mit hier 2 Sicherungen. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir den mal rausbringen. Ich habe das vorher nicht ausprobiert. Aber man sieht hier schon, mit den Folien kann man den vorsichtig rausziehen. Oh, das ist ganz schön schwer. Wie viel er wiegt, werden wir gleich auf der Waage sehen. Der Rahmen und der untere Teil des Aufbaus sind aus Zinkdruckguss, der obere Teil des Aufbaus aus Kunststoff. Jetzt der versprochene Blick in die Bedienungsanleitung. Das ist ein schönes, dickes Heft mit insgesamt über 80 Seiten und es ist farbig und wir sehen jetzt hier in deutscher Sprache am Anfang, was alles an Zubehör dabei ist, Inhaltsverzeichnis, dann eine kleine Einleitung zum Vorbildinformationen, ein paar richtige Farbfotos. Schön, dass es hier auch mal in Farbe geht. Manche andere Hersteller machen das ja nur in Schwarz-Weiß mit nur relativ wenig Umfang in der Anleitung. Dann, wie man das Fahrzeug jetzt hier aufrüstet, wie man hier diesen Zusatzwagen hier bestückt. Bedienungshinweise über einen Freilauf, den das Modell hat, weil das elektrisch angetrieben ist und auch dann im Zugbetrieb, im Zugverbund gezogen werden kann. Dann hier die Kranstützen, wie man die ausführt. Die Traverse mit dem Hebegurt, den ich vorhin schon mal gesehen habe. Dann technische Daten zum Modell, welche Varianten es gibt, dass man hier wahrscheinlich dann eben rundum mit 300 Gramm Gewicht in der Position, mit 130 Gramm Gewicht in der Position laden kann, mit Abstützung seitlich. Dann wie man ohne Abstützung laden kann, nur im schmalen Bereich, 15 Grad anscheinend. Und wie man ganz geringe Lasten bewegen kann, 20 Gramm, kann man anscheinend rundum bewegen. Dann gibt es hier zum Sound Digital Decoder die Funktionen, die das Modell hat. Die Lichtfunktionen. Dann das ist eine Seite zu wenig. Dann die Drehfunktionen, wie man den Ausleger hebt und senkt. Weitere Kraneinstellungen, was man wohl umprogrammieren kann mit Hilfe der CV-Register. Dann noch, wie man den Kran mit einer DCC-Zentrale, mit einer Motorola-Zentrale oder in Verbindung mit der Z21-App für die Z21 Digitalzentrale von Roco. Dann noch, dass man den Kran nicht mit einem analogen Fahrregler betreiben kann. Dann noch Informationen zum Firmware-Update. Wie man das Modell, das ist wieder eine Seite zu viel, wie man das Modell wartet und pflegen soll.
Dann wie man die Getriebedeckel abnimmt für Wartungsarbeiten, wie man das Modell abschmiert, Haftreifen wechseln, also alles was so dazugehört. Schleiferwechsel bei der Variante für die 3-Leiter-Version. Das ist jetzt hier die 2-Leiter-Variante, die ich jetzt zum Testen bekommen habe. Und dann noch ein bisschen Tipps, Fehlersuche, wenn irgendwas wohl nicht so funktionieren sollte. Notizen schließlich noch. Das war es jetzt mit der deutschen Anleitung. Die ersten 27 Druckseiten. Dann kommt das gleich in englischer Sprache. Zeige ich jetzt auch mal kurz. Hier wieder die Notizen. Jetzt sind wir bei der französischen Sprache angelangt. Auch hier nochmal alle Übersichten, alle Details. Und jetzt mal schauen, ob eine vierte Sprache kommt. Nein, es kommt jetzt hier eine Darstellung mit Ersatzteilen. Mal schauen, wie ausführlich das hier ist. Also hier sind viele Teile einzeln aufgelistet mit den Artikelnummern. 2 Seiten. Es geht weiter. 3, 4 Seiten. 5 Seiten, 6 Seiten. Wirklich viele Ersatzteile angegeben. Und was man hier noch so an Zurüstbeuteln nachbestellen kann, wenn die mal eventuell aus sein sollten. Das war's mit der Anleitung und jetzt schauen wir uns den Kran an. Jetzt ein Blick auf die Waage. Der Eisenbahndrehkran wiegt 440 Gramm. Dazu kommt dann noch das Gegengewicht, das man hier hinten einhängen kann. Dann sind wir bei 476 Gramm. Und schließlich gibt es dann noch den Beiwagen für das ganze Zubehör. Dann hat die ganze Einheit knapp 520 Gramm. Jetzt ein genauerer Blick auf die mitgelieferten Teile. Zunächst mal dieses Gleisbett. Das ist hier flexibel, dehnbar. Das ist wahrscheinlich nur für Präsentationszwecke gedacht, weil es auch hier unterbrochen ist. Dann sind am Beiwagen 4 Stützenböcke. Und zusätzlich in der Blisterpackung, die beigefügt ist, befinden sich dann Unterlegböcke in groß und Unterlegböcke in klein. Die sind gummiert, damit sie auch standfest sind und nicht verrutschen. Dann haben wir hier die Traverse. Die ist in Verbindung mit dem Hebegurt später einzusetzen. Der Hebegurt ist etwa 80 cm lang. Dazu sind hier auch 6 Hebeösen vorhanden. Und dann schauen wir uns jetzt noch die Kleinteile an, die in einer Tüte mit beigefügt sind. Das sind also hier jetzt jede Menge Kleinteile, die man als Ersatzteile montieren kann, wenn mal was verloren geht. Ich finde es eine gute Idee, dass man hier ausreichend mit beifügt. Gleich 4 solche Packungen. Dann gibt es hier noch 4 Kupplungen. Wenn man mit anderen Kupplungen fahren will, außer mit den Standardkupplungen von Roco. Und dann gibt es hier noch für die Traverse 3 Sicherungsbügel, die man dann hier einfädeln kann, um beispielsweise dann den Hebegurt zu verriegeln oder das Ganze dann am Kranhaken zu verriegeln. So, inzwischen habe ich den Eisenbahndrehkran samt Beiwagen auf das mitgelieferte Präsentationsgleis gestellt. Zudem habe ich den Beiwagen mit der Traverse sowie dem Gegengewicht komplettiert, um das gesamte Modell mal aus der Nähe zu zeigen. Das Vorbild des EDK 750 wurde wohl erstmals 1967 vom VEB Schwermaschinenbau Kirov in Leipzig gebaut. Der Kran kann Lasten bis 125 Tonnen heben. Eingesetzt wird er beispielsweise zum Austausch von Weichen, Gleisjochen oder Stahlträger-Kastenbrücken. Er hat eine Gesamtmasse von 150 Tonnen und sein luftgekühlter 12-Zylinder-Dieselmotor hat eine Leistung von 204 PS. Das hier vorgestellte Roco-Modell hat mit dieser ÖBB-Beschriftung und Betriebsnummer ein Vorbild, das 1975 gebaut wurde. Übrigens,
Der Eisenbahndrehkran fährt im Vorbild aus eigener Kraft dieselelektrisch mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 Metern pro Minute. Das sind 6 Stundenkilometer. Auch dieses Modell ist motorisiert. In der langsamsten Fahrstufe braucht es erfreulicherweise 140 Sekunden pro Meter. Das sind umgerechnet lediglich 2,2 Stundenkilometer. Die Maximalgeschwindigkeit hat Roco für etwas ungeduldige Modelleisenbahner auf umgerechnet 20 Stundenkilometer erhöht. Das sind im Modell 15 Sekunden für einen Meter. Für Überführungsfahrten kann das Vorbild übrigens mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 Stundenkilometer befördert werden und verfügt hierzu über eine mechanische Entriegelung des Antriebs. Auch das Modell hat eine mechanische Entriegelung für einen Freilaufbetrieb. Sie befindet sich hinter dem ersten Drehgestell. Hierfür eignet sich beispielsweise der mitgelieferte Schraubendreher. Jetzt wird es aber Zeit für die Digitalfunktionen des Modells. Natürlich hat das Modell eine Frontbeleuchtung und am Ausleger eine Arbeitsbeleuchtung mit Neonlichteffekt. Zudem gibt es am Ende des Krans eine Rückbeleuchtung. Die kann man per Funktionstaste deaktivieren. Jetzt zu den Geräuschen. Wie üblich bei vielen H0-Modellen ein Motorgeräusch. Ich schalte es jetzt mal ein. Das sich auch in Abhängigkeit vom Antrieb ändert. Ich schalte es jetzt aber wieder ab. Als weitere Geräusche ein Horn als Kurzfunktion, dann als Langfunktion in Abhängigkeit von der Zeit, wie ich auf der Taste bleibe. Und eine weitere Taste hat dann noch ein sehr kurzes Horn. Außerdem gibt es noch einen Kompressor. Und zudem hat sich Roco noch ein Weichenknarren einfallen lassen, das man aber nur hört bei Fahrt und bei eingeschaltetem Geräusch, bei entsprechender zugeschalteter Funktionstaste. Ich mache das jetzt mal. Und schließlich gibt es noch eine Mute-Funktion, bei der das Geräusch dann langsam ausgeblendet wird. Und wieder eingeblendet. Jetzt wird es Zeit für die wichtigsten Funktionen, auf die wahrscheinlich alle schon neugierig sind. Hierzu muss ich aber erstmal die Stützen ausfahren und dann noch die Stützenböcke justieren und Unterlegböcke vorbereiten. Und wenn das alles fertig ist, dann kann es richtig losgehen.
So, jetzt sind wir soweit und können wir loslegen. Als erstes muss der Kran in die Arbeitsstellung fahren. Das wurde mit einer kombinierten Funktionstaste vollkommen automatisch realisiert. Ich drücke jetzt diese Taste F18, die heißt in Arbeitsstellung fahren. Ich schalte hierzu auch das Geräusch an, damit es dann auch sich ein bisschen schöner anhört. Natürlich kann man den Ausleger auch per Funktionstaste einfahren. Oder beliebig ausfahren. Jetzt ist die Endposition erreicht. Ich kann auch mal sehen, ob er noch ein bisschen höher geht. Ausleger heben ist die Funktionstaste 8. Ja, das geht ganz ordentlich. Dann natürlich die Drehfunktion. Hierzu muss man die Funktionstaste F2 aktivieren, damit der Motor von Fahren auf Drehen umgeschaltet wird. Und dann geht es wieder über den Fahrtregler. Das ist auch geschwindigkeitsabhängig, ganz langsam oder auch schneller. Und der Kran dreht beliebig endlos. Per Funktionstaste gibt es aber auch eine Endabschaltung. Ich zeige das jetzt nochmal in umgekehrter Richtung. Und jetzt schaltet er eben automatisch bei der 180-Grad-Position ab. Wenn ich die Funktionstaste wieder löse, kann ich ganz normal weiterfahren. Ich senke jetzt das Seil, die Seilwinde. Das ist jetzt insgesamt immerhin 11 cm, 12 cm, die das Seil runtergefahren ist.
Jetzt zeige ich mal, wie man die Traverse einhängt. Ich schalte jetzt aber das Geräusch wieder ab, weil es vielleicht doch auf Dauer etwas nervig sein wird. Ich senke das Seil. Dann muss man das noch etwas nachdrücken und einrasten. Dann kann dieser Sicherungsbügel eingeschoben werden. Und jetzt geht es mit der Traverse wieder hoch. Für einen Belastungstest habe ich jetzt auch mal 2 Hebegurte vorbereitet mit entsprechenden Hebeösen. Es sind ja 6 Ösen im Lieferumfang und 80 cm Hebegurt. Und das ist jetzt mal 2 kurze Stücke, damit wir mal einen schönen Belastungstest machen können. Und für den Belastungstest habe ich mal in meiner Werkzeugkiste ein paar Bleche gesucht, ein paar verzinkte, da wiegt jedes 55 Gramm und ein paar Magnete, damit man das alles schön fixieren kann. Das wiegt zusammen 120 Gramm, der Kran soll ja maximal 130 Gramm heben können. Und damit der Kran das auch schafft, muss ich natürlich jetzt zuerst auch unbedingt aufpassen, dass ich noch das Gegengewicht einhänge, das hier ja auf dem Beiwagen liegt und das man eben hier hinten einhängt. So, jetzt sind wir soweit, dass wir das mal heben können. Und ich werde jetzt hier das als erstes mal einfädeln in diese Hebegurte. Und dann kann es losgehen. Jetzt schalte ich aber wieder das Geräusch ein, weil das vielleicht doch auch mal wieder schön ist, dass wir das mal wieder hören. Ich denke, dass das jetzt ein ganz schöner Belastungstest war. Maximal kann der Kran bei langem Arm 130 Gramm heben und bei kurzem Arm immerhin sogar 300 Gramm. Das Ganze natürlich nur, wenn die Stützen ausgefahren sind und die Unterlegböcke sauber montiert sind und das Gegengewicht montiert ist. Jetzt hänge ich aber wieder diese Traverse aus und räume dann den Kran gleich auf. Das Aufräumen geht, wie ich es vorhin schon beim Aufbauen gezeigt habe, auch wieder vollkommen automatisch mit einem einzigen Tastendruck. Hierzu muss ich zuerst das Gegengewicht hier in den Beiwagen legen und an der Stelle unterbringen, wo es ist, weil hier auch der Schlitz ist für den Kranhaken.
Und dann muss ich nur noch, ich schalte jetzt aber wieder das Geräusch an, damit man es auch wieder mit Geräusch hört. Ich muss dann nur noch die Funktionstaste 19 drücken an der Digitalzentrale. Die heißt in Transportstellung fahren. Und dann geht alles weitere automatisch. Jetzt drücke ich F19. Dann sollte natürlich der Kranhaken richtig rumstehen. Noch ein bisschen helfen. So, und das war's. Vollkommen automatisch aufgeräumt. Man braucht also nicht irgendwie groß nachjustieren. Das Einzige, was man aufpassen muss, dass natürlich der Haken an der richtigen Stelle ist. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht mit meinem Unboxing-Video des Roco Eisenbahndrehkrans EDK 750 und ich würde mich freuen, wenn Sie meinen YouTube-Kanal mal wieder besuchen würden.